Einen wundervollen guten Tag und herzlich willkommen zurück. Heute wieder mal mit den Graphen in den Algorithmen und Datenstrukturen und zwar mit dem Bellman-Ford-Algorithmus. Der Bellman-Ford-Algorithmus, wie letztes Video erklärt, ist eine Alternative zum Dijkstra-Algorithmus, findet euch also auch den kürzesten Pfad innerhalb eines Graphen, kann aber im Gegensatz zum Dijkstra-Algorithmus mit negativen Kantengewichten. Der Dijkstra kann nur positive Kantengewichte, was für die meisten Applikationen, wie zum Beispiel Straßen oder sowas, absolut ausreicht, aber nun ja, für manche Sachen eben nicht, wenn die Kantengewichte, wie gesagt, negativ sind. Und Bellman-Ford kann sogar negative Zyklen erkennen, hat dafür aber ein bisschen längere Laufzeit, deswegen, ja, wollen wir beide natürlich haben. Gut, lasst uns anfangen. Wir schreiben uns die erste Funktion in Python wieder mal und zwar, wir benutzen einfach quasi das Layout, was wir schon haben für den Dijkstra-Algorithmus. Das hatten wir schon relativ gut hier gemacht mit gewichteten Kanten, mit Unions, mit Vertices, mit Neighbors und wir haben hier unten sogar schon einen Graphen implementiert von dem letzten Video oder von dem letzten Thema eigentlich, nämlich Dijkstra. Das übernehme ich jetzt erstmal hier. Das ist dieser Graph so dargestellt. Und ja, wir wollen natürlich jetzt hier erstmal den Bellman-Ford auf ganz normal gewichteten Graphen mit normalen positiven Kantengewichten haben. Bellman minus, nicht minus, Bodenstrich will ich ja. Ich kann heute nicht tippen, es tut mir furchtbar leid. Okay, so, selbstverständlich wollen wir hier die Source angeben. Und ja, die Destination, die lassen wir jetzt hier mal raus, denn wir hatten gesehen, dass der Bellman-Ford eigentlich offiziell anders definiert ist. Und zwar liefert der mir einfach den kompletten Kram zurück, der quasi alle Ziele enthält. Und ich kann mir dann einfach eins aussuchen, wenn ich das möchte. Okay, wir wollen hier dann einfach sagen, okay, wir definieren uns wie eigentlich schon gewohnt unser Distance Array oder ja, unser Distance Dictionary in unserem Fall hier definieren wir als, beziehungsweise Distances sogar, definieren wir als V also quasi V als Schlüssel und Float, Float von inf, also quasi unendlich für jedes V in self.vertices. Das heißt für jeden einzelnen Knoten. Okay, klar, dass wir jetzt auch noch Bref V definieren müssen, das heißt den Vorgänger des Knotens. Und zwar wieder mal als Key der Knoten und erstmal None, so standardmäßig für jeden V in self.vertices. Wunderbar. So, und ja, jetzt können wir hier anfangen und sagen, Distances von dem Source-Knoten, naja, der ist selbstverständlich oder die ist selbstverständlich gleich 0 und die anderen, die wollen wir errechnen. Das heißt, wir holen uns erstmal die ganzen Vertices. Vertices ist gleich eine Liste an oder aus den Self.Vertices, weil das ist eigentlich bloß ein Set hier, das heißt, wir müssen es umwandeln. Und zwar gedeep-copied. Das heißt, wir haben jedes wirklich als echte Kopie. Wobei wir das eigentlich für den Bellman-Ford gar nicht brauchen, wenn ich mir das so genau überlege. Denn ja, im Endeffekt löschen wir hier keine Knoten. Das ist das Tolle daran. Und wir dürfen nicht vergessen, selbstverständlich hier unten zu ändern, dass wir Bellman-Ford aufrufen wollen. Und zwar einfach nur mit dem Startknoten A. So, jetzt können wir mit dem Algorithmus selbst anfangen. Und zwar, wir hatten gesagt, wir machen das so häufig, wie wir Knoten haben, minus einmal. Das heißt, wir sagen hier for i in range. Und zwar, naja, wie viele Knoten haben wir denn? Wir sagen len von self.vertices, aber dann selbstverständlich noch minus 1. So häufig wollen wir das tun. Und jetzt gehen wir durch alle Kanten durch. Und eine Kante besteht bei uns, ich gehe nochmal ganz kurz hier hoch, aus diesen Edges. Und diese Edges sind Start, Ende und Kosten. Das Edge ist ein Name-Tuple aus Start, End und Cost. Das heißt, wir wollen hier selbstverständlich für U, V, das sind die beiden Knoten, die sozusagen durch eine Kante verbunden sind, und C sind die Kosten. Also für U, V, C in self.vertices, self.edges eigentlich. Und jetzt sagen wir hier, okay, if distances von U, also dem ausgehenden Knoten, wenn das ungleich Float von inf ist, hatten wir gesehen, das dürfen wir eigentlich noch nicht machen. Und dann auch noch, falls Distances von U plus die Kosten kleiner ist als Distances von V, dann wollen wir aktualisieren. Und zwar sagen wir dann ganz einfach, Distances von V ist gleich Distances von U
plus die Kosten. So, das ist eigentlich schon alles, was wir hier brauchen. Super easy eigentlich, wenn man es genau nimmt. Und ja, jetzt das letzte, was wir noch machen müssen, ist quasi diese Loops detekten, die wir letztes Video gesehen hatten. Und zwar die Schleifen, die dazu führen, dass wir hier niemals fertig sind. Das heißt, wenn sich noch etwas aktualisiert, dann sind wir offensichtlich noch nicht fertig. Also sagen wir hier wieder, für jede dieser Kanten, eigentlich kann ich mir das hier kopieren, das habe ich sogar bei den Folien letztes Mal so gemacht. Für jede dieser Kanten gehen wir nochmal durch, aber anstatt, dass wir sie hier aktualisieren, sagen wir hier bloß, hey, du, Achtung, Graph enthält negative Zyklen. So, und wenn wir das haben, dann können wir hier returnen und weil wir einfach quasi nichts zurückgeben können. Ansonsten, wenn wir hier nicht, also wenn wir keine negativen Zyklen finden durch diesen kleinen Trick, den wir hier haben, also quasi, dass sich was aktualisiert, obwohl sich nichts aktualisieren darf, dann geben wir selbstverständlich hier Distances zurück. Und ja, wir müssen hier auch noch zusätzlich jetzt, nachdem wir quasi die Distances berechnet haben, das ist jetzt wirklich nur die die Pfade, wie lang die sind. Jetzt müssen wir noch dieses Bref von V aktualisieren. Und das machen wir selbstverständlich auch hier. Das heißt, wenn wir hier diesen V aktualisieren, dann müssen wir hier auch Bref V von V auf U setzen. Damit haben wir den Vorgänger. Ja, und wie wir jetzt hier den Vorgänger wieder zu einem Pfad zurückkonstruieren können, das kennen wir schon. Das machen wir hier unten, falls wir auch wirklich keine negativen Zyklen haben. Ansonsten funktioniert das natürlich nicht, weil wenn wir einen Zyklus haben, der niemals endet, dann werden wir auch mit einem Pfad nicht glücklich werden. Das heißt, wir sagen hier, der Pfad ist erstmal wieder leere Menge. Und dann haben wir hier einen Kur-V. Das natürlich, achso, halt, das haben wir hier gar nicht angegeben, ne? Ja, richtig. Wir wissen ja gar nicht, wo wir hinwollen. Das müssten wir dann theoretisch außerhalb machen. Deswegen mache ich jetzt hier einfach mal eine Hilfsfunktion rein. Path über Source Destination und wir wollen selbstverständlich noch die Bref V, also die Vorgänger drin haben. Dann können wir uns das einfach hier aus dem Dijkstra rauskopieren im Endeffekt, weil das ist nichts Besonderes mehr. Und zwar der Pfad wird berechnet über den Vorgänger und solange eben wir hier einen Nicht-None-Vorgänger haben, fügen wir den einfach vorne dran ein und dann geben wir den zurück. Relativ simpel also. Und ja, das machen wir dann hier. Das heißt, wir rufen hier nicht Path oder wir geben hier nicht Path zurück, sondern wir rufen hier Path auf mit den Variablen Source, also in unserem Dijkstra jetzt tatsächlich gerade Source Destination und Bref V. Wunderbar, und dann sollte das auch funktionieren, wenn ich hier Self von dran schreibe, Self.path. Und genau dasselbe können wir jetzt theoretisch hier unten machen, weil wir hier die Distances und die Vorgänger zurückgeben aus unserem Bellman Fort. Und hier können wir dann unseren Path ausgeben, das heißt Path, ja, Graph.path, Path über, okay, das funktioniert so nicht, über A bis hin zu I wollten wir, glaube ich, und zwar mit hier aus Bellman Fort bekommen wir selbstverständlich die Distances und Bref V aus Bellman Fort. Und das heißt, Bref V wollen wir selbstverständlich hier eingeben. So, und wenn wir das jetzt machen, sehen wir erstmal, dass ich zu blöd bin, einen Return-Wert anzugeben. Das heißt, ich sollte hier natürlich vielleicht noch den Path returnen, ansonsten wird das natürlich nichts. So, und jetzt sehen wir hier ACGFI. Das ist der Pfad, ich zeige euch das ganz kurz. Wo ist das Bild? Der Pfad ACG, ACG FI, also nach oben und dann nach rechts. Und wir sehen, das ist wahrscheinlich auch der günstigste. A nach C kostet mich 4, alles andere wäre teurer, weil hier würde ich 5 und hier würde ich 9 verbrauchen, hier würde ich auch schon 4 verbrauchen. Das heißt, zu C gibt es nichts Besseres, sehe ich als Mensch natürlich relativ schnell. Dann 2 zu G ist ziemlich gut und dann 1 und 2, das ist so ziemlich das günstigste, was man erreichen kann, wenn man auf I möchte.
Aber ja, das ist unser Bellman-Ford. Der macht aber in diesem Fall jetzt genau dasselbe wie der Dijkstra, weil wir haben ja hier nur positive Kantengewichte. Was wäre denn jetzt, wenn ich negative Kantengewichte hätte? Und das ist jetzt so das, was ein bisschen interessanter wird. Was machen wir denn jetzt, wenn ich hier zum Beispiel -8 von G auf J habe? Das ist ein einziger negativer. Statt G auf J plus 8 sage ich jetzt hier G auf J minus 8. Und da funktioniert der hier, okay, er sagt mir immer noch dasselbe. Das heißt, wir wollen jetzt hier mal zu J rausgehen. Gut, nach J. Wisst ihr was? Wir machen das Ganze folgendermaßen. Wir sagen jetzt hier, wir machen nicht hier -8, sondern hier oben. Also quasi, dass wir G auf I direkt -6 Kosten haben. Wo ist G auf I? -6 Kosten. Damit sollte sich das Ganze ändern. Wenn wir jetzt nach J wollen, genau, dann gehen wir jetzt über I. Das heißt, wir sagen ACGI. Davor war es ACGJ. Und wenn wir jetzt direkt nach I wollen, dann sagen wir natürlich nicht mehr, wir gehen über F, sondern wir gehen direkt über I. Und Bellman-Ford kann, wie gesagt, mit diesen -6 hier klarkommen. Bei Dijkstra würde das Ganze nicht funktionieren. Das machen wir jetzt mal als kleinen Vergleich. Print graph.dijkstra, und zwar Source ist natürlich unser A. Und was hatte ich gesagt? Destination ist I. Und das war's. Okay. So. Und dann sehen wir, okay, in dem Fall funktioniert es wunderbar. Was passiert denn, wenn ich jetzt J hier reinmache? Okay, wir sehen, in diesem Fall funktioniert es auch noch weiterhin. Schade. Aber ihr könnt gerne mal damit ein bisschen rumspielen. Dijkstra kann eigentlich nicht, beziehungsweise nur per Zufall mit negativen Kantengewichten, während Bellman-Ford kann, wie gesagt, nativ super gut mit negativen Kantengewichten. Allerdings nur, solange wir hier keine Schleife drin haben, was wir jetzt auch mal noch einbauen wollen. Und das heißt, wir wollen hier eine negative Schleife haben. Wir haben hier G auf F. Wo sind wir? Bei G auf... Ah nein, wir haben überhaupt keine Schleife hier drin, glaube ich. Lasst mich kurz gucken. Dann lasst uns mal hier eine Schleife einbauen. Und zwar, wir haben G auf H, H auf J. Jetzt machen wir J auf G statt G auf J. Das, obwohl, wir können ja beides reinmachen. Also wir sagen hier noch J auf G. Und zwar mit den Kosten, sagen wir erstmal nur 2. Mal gucken, was wir jetzt hier rausbekommen. Und wir sehen, okay, da ist immer noch kein Unterschied drin. Was passiert denn, wenn wir jetzt hier -2 reinpacken? Und da sehen wir, okay, hier kriegen wir direkt bei Dijkstra einen Fehler. Und zwar cannot unpack non-iterable non-type object. Wir haben hier tatsächlich ein Problem. Wir können hier nicht damit arbeiten. Mit unserem... Okay, das liegt daran, dass ich es falsch aufgerufen habe. Ich weiß, ich sehe es gerade schon. Aber wir bekommen hier tatsächlich die Ausgabe, Graph enthält negative Zyklen. Während wenn ich jetzt hier nur den Dijkstra mache, den will ich jetzt mal davor reinpacken, dann sehen wir, der Dijkstra loopt sich tot. Ja? Wir sind hier nicht mehr fertig. Wir sind beim Dijkstra tatsächlich in einer Endlosschleife angekommen, aus der wir nicht mehr rauskommen. Der versucht nämlich hier jetzt immer noch zu relaxieren, und zwar zwischen zwischen J, G und I wahrscheinlich, irgendwie sowas. Und versucht dort immer weiter zu relaxieren, aber er merkt, das ist schlecht, das funktioniert so nicht. Ich muss weiter relaxieren, weil es ist immer noch günstiger. Und ja, wir müssen es abbrechen, weil es wirklich hier eine Endlosschleife ist. Der Bellman-Ford sagt einfach nur, yo, negative Zyklen, ich komme zu einem Ende, aber der Dijkstra endet halt einfach leider gar nicht. Und das ist ein großer Vorteil, wie gesagt, damit wir hier überhaupt mit sowas umgehen können. Probiert euch da mal ein bisschen aus. Wer mag, kann mir auch gerne interessante Ergebnisse schicken von diesem coolen Algorithmus. Vielleicht habt ihr dann einen Graph, der das Ganze wunderbar illustriert. Dann schreibt mir ganz gerne, dann ja, können wir das irgendwie so anbringen, dass das auch jeder sehen kann. Und genau, das war's von meiner Seite wieder mal. Ich hoffe, es hat euch gefallen. War wie gesagt kein so langes Video, aber ja, ich denke, das passt auch soweit. Und wir hören uns wieder beim nächsten Mal. Bis dann, ciao.